sind der Host-Broadcaster und produzieren über 400 Stunden Live-Programm von den Special Olympics hier in Berlin. Gleichzeitig kommen noch einige Stunden an Postproduktionsmaterial dazu, was wir dann unseren Sendern zur Verfügung stellen. Wir sprechen von über 20 verschiedenen Venues in Berlin, die in verschiedene Cluster gegliedert sind. Wir haben 6.500 Sportlerinnen und Sportler aus knapp 180 Ländern in der Welt, die hierher gekommen sind. Es ist das größte Multisportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. Wir sind mit über 400 Leuten hier, produzieren an 13 Venues, das heißt an 13 Sportstätten live. Und zusätzlich haben wir 5 EB-Teams, mit denen wir rausgehen und zusätzliche Sportarten, wiederum 13 Sportarten, als EB-Produktion machen, wo wir Summaries produzieren, die wir auch allen unseren Partnern zur Verfügung stellen. Wir haben insgesamt um die 100 Kameras im Einsatz für alle diese Produktionen. Hinzu kommen noch 2 große Produktionen. Das ist die Eröffnungsfeier im Olympiastadion. Alleine dort mit 20 Kameras, wie zum Beispiel ein Außenshot vom Glockenturm, als auch dann eine Spider-Cam, die rumgeflogen ist. Von daher groß. Das Gleiche wird es in etwas kleinerer Form dann am Brandenburger Tor geben, wenn wir die Schlussfeier live übertragen. Der NEP UAD 24 dient uns hier bei den Special Olympics als Backbone des IBC. Hier wird die komplette Signaldistribution findet hier statt. Wir produzieren Silber, Gold und Platin-Standards, so hat es das LOC benannt. Das sind Produktionen, die liegen zwischen 20 Kameras und die kleinen Silberproduktionen sind bei 6 Kameras angesiedelt. NEP stellt mit seiner gesamten Ü-Wagenflotte NEP Germany den Großteil der Venues. Dazu haben wir noch aus Belgien 2 Ü-Wägen und einen Ü-Wagen aus der Schweiz, von NEP Schweiz dazu beordert, um das ganze Pensum abdecken zu können. Wir produzieren die kompletten Special Olympic World Games in 1080p. Wir distribuieren überwiegend in 1080i. Der Signaltransport findet über den Partner MTI statt. Die MTI stellt uns ein Fibernetzwerk zur Verfügung und löst am Front- und Backend mit Nimbra-Knoten auf. Das heißt, wir übergeben an jedem Venue die Eileitungen in Kupfer an die MTI und holen sie uns hier im IBC in Kupfer wieder ab. Alle Feeds werden via EVS auf einen Storage gestreamt und auf diesen Storage greifen insgesamt 5 Schnittplätze zu und an diesen Schnittplätzen produzieren wir täglich 30 Sekunden, 60 Sekunden und 3 Minuten Highlights. Diese Highlights gibt es in einer deutschen, in einer englischen Voice-Over-Version und auch mit Untertiteln. Die Distribution dieser Highlights findet auf 2 verschiedenen Plattformen statt. Es wird sowohl auf die Mediabank aus der NEP-Gruppe hochgeladen, als auch auf die Cloud-Plattform Scooper. Die Rechteinhaber bekommen über das LOC die Zugänge dazu und haben auf diese Weise einfachen Zugang auf das Highlight-Material. Zu den Sportfeeds, die in den einzelnen Venues hergestellt werden und hier gesammelt auflaufen im IBC, produzieren wir hier auch noch einen Highlight-Feed. Das heißt, die Regie des UAD 24 dient gleichzeitig dazu, einen Highlight-Feed zu schneiden, das von morgens vom ersten Öffnen des ersten World Feeds bis zum Schließen des letzten World Feeds produziert wird und aus entweder Live-Anteilen aus den Venues oder nachgespielten Highlights von einer EVS im Real Life produziert wird.